Von Mirabell gibt es jetzt eine neue Mozartkugel. Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Heute möchte ich euch die echte Mirabell Mozartkugel näher vorstellen. Die gibt es jetzt seit April 2025 neu am Markt und sie ersetzt die sozusagen alte Version, die es jetzt noch für kurze Zeit gleichzeitig gibt. Und deswegen möchte ich die beiden auch gleich direkt miteinander vergleichen. Hier hat sich ja nicht nur die Verpackung geändert, sondern auch der Inhalt. Also die Kugel war vorher 17 Gramm schwer, jetzt ist eine Kugel nur noch 14 Gramm schwer. Das heißt, ja, wie hat sich jetzt auch der Querschnitt verändert? Und vielleicht auch noch viel spannender für euch, wie hat sich der Geschmack möglicherweise geändert? Also auch da werde ich beide probieren und euch dann meine Eindrücke schildern. Der Wegfall vom Salzburg im Titel, also echte Salzburger Mozartkugel, hat leider auch eine sehr traurige Geschichte. Mondelez hat ja jahrzehntelang die Mirabell Mozartkugel in Salzburg herstellen lassen. Es wurde dann aber die Produktion woanders hin verlegt. Und Ende 2024 hat dann Salzburg Schokolade, also die Fabrik, in Salzburg-Grödig geschlossen. Das ist vielleicht auch deswegen so, ich betone das auch deswegen so stark, weil auch auf der Kugel selber wurde das immer sehr stark hervorgehoben. Das heißt, wenn man da so eine Kugel ausgepackt hat und am Papier geschaut hat, stand auch immer sehr groß drauf, hergestellt in Salzburg-Grödig eben. Was sich auch noch verändert hat übrigens, ist der Mozart-Taler. Auch da hat sich ein bisschen die Zusammensetzung, zumindest die Größe geändert, also er ist jetzt auch ein bisschen leichter geworden. Es wird jetzt aber, glaube ich, den Umfang von dem Video hier sprengen. Das heißt, das werde ich dann in einem extra Video behandeln. Also ja, abonniert den Kanal, wenn ihr das dann nicht verpassen möchtet. Jetzt schauen wir aber mal zunächst hier rein, was sich in der Verpackung überhaupt verbirgt. Und hier sieht man jetzt einmal die Kugel, so wie sie ausschaut. Also echte Mirabell Mozartkugel, kann man hier lesen. Und ja, die ist rund, wie ihr auch gesehen habt. Die rollt sehr, sehr gerne weg. Wenn ich die jetzt hier hinlege und da daneben die Salzburger, dann seht ihr hier, glaube ich, auch direkt im Vergleich, dass die Kugel etwas geschrumpft ist, auch im Umfang und nicht nur im Gewicht sozusagen. Aber jetzt schauen wir natürlich mal rein, wie dann die neue Kugel im Querschnitt ausschaut. Und hier sieht man jetzt einmal das Papier im ausgewickelten Zustand. Und auch hier habe ich wiederum für den Vergleich schon ein Papier von der echten Salzburger Mozartkugel vorbereitet. Und ja, wenn man die beiden jetzt hier direkt miteinander vergleicht, sieht man, das Papier ist natürlich kleiner geworden. Das ist eben jetzt echte Mirabell Mozartkugel. Vorher war es echte Salzburger Mozartkugel. Hier stand Made in Austria und auch hier quasi in Salzburg drauf. Das fehlt jetzt natürlich hier komplett. Ansonsten Mirabell steht hier zweimal drauf, das ist bei beiden der Fall. Hier sieht man jetzt eigentlich sehr gut den Aufbau. Also innen der Marzipanteil, der hier, das sieht man vielleicht nicht ganz so gut, aber der ist sehr flüssig. Und dann hier jetzt 2 Schichten Nougat. Dann außen noch einmal Schokolade. Okay, und auch hier wiederum habe ich bereits eine Salzburger Variante der Mozartkugel vorbereitet, damit man die jetzt im Querschnittsvergleich sieht. Ich glaube, hier sieht man auch relativ direkte Unterschiede. Also einerseits das Marzipan ist bei der neuen Variante innen sehr viel weicher. Hier hat sich auch die Farben ein bisschen verändert. Das Nougat ist hier ein bisschen weißer, das war vorher dunkler hier.
Ansonsten ja, eine relativ gleich große äußere Schicht würde ich bei beiden sagen. Also da erkennen wir eigentlich nicht so viel Unterschied. Und natürlich auch hier wiederum der Größenunterschied vor allem zwischen den beiden Kugeln. Und jetzt noch zum Geschmackstest. Hier möchte ich als erstes die neue Variante probieren und euch dann sagen, wie sie denn so für mich schmeckt. Ja, als ihr seht, ich habe mir auch ein Wasser vorbereitet, dass ich jetzt ein bisschen den Geschmack einigermaßen neutralisieren kann. Und jetzt, probiere ich gleich direkt noch die alte Version, also die echte Salzburger Mozartkugel von Mirabell. Und im Anschluss werde ich euch dann so meine Eindrücke dazu ein bisschen schildern. Okay, üblicherweise blende ich auch eine Marzipanskala ein, aber in dem Fall werde ich das nur beschreiben, weil es ja auch mehr ein Vergleich ist. Das heißt, bei beiden, sowohl bei der neuen Variante als auch bei der alten, ist einmal das Nougat sehr dominierend. Hier würde ich wirklich, das Marzipan ist jetzt nicht wirklich im Vordergrund. Man schmeckt es, ich schmecke es eigentlich kaum raus. Es ist natürlich auf jeden Fall drinnen, aber geschmacklich trägt es jetzt nicht so viel. Ich sage mal so, es trägt wahrscheinlich schon was bei, aber es tritt jetzt nicht hervor. Aber jetzt im Vergleich, ich glaube selbst, das kann ich jetzt nur nicht behaupten, aber ich sage es jetzt trotzdem, wenn ich die selbst blind verkosten würde, man merkt einen deutlichen Unterschied zwischen diesen beiden Mozartkugeln. Die neue Variante, die echte Mirabell, ist, ich würde zunächst sagen nougatiger, aber es sind ja beide sehr nougatig. Aber ich sage anders nougatig, kann man so sagen. Sie schmeckt irgendwie einfach, für mich hat das immer ein bisschen die Assoziation, es schmeckt nussiger, kann man sozusagen irgendwie feststellen. Also definitiv deutlich anders, sie schmeckt auf jeden Fall anders, als es bisher so war bei der echten Salzburger Mozartkugel von Mirabell. Also jetzt natürlich auch für diejenigen von euch, die eine quasi schlechte Nachricht für die wirklichen Fans, die jetzt schon seit Jahren den Geschmack von der Mirabell Mozartkugel gewohnt sind, die werden sich jetzt wahrscheinlich umgewöhnen müssen. Und jetzt natürlich, je nachdem, wenn ihr das Video schaut, könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen an Vorrat kaufen. Würde auch natürlich auch gleich mal empfehlen, vielleicht die neuen zum Probieren, ob ihr es vielleicht sogar besser findet. Und das auch so generell, also mich würde da jetzt natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Also schreibt mir jetzt gerne in den Kommentaren mal, welche von euch, welche der beiden euch besser schmeckt oder was für euch so der Unterschied ist. Und ob ihr da einen klaren Favoriten habt, wenn ihr jetzt beide so vergleicht. Oder vielleicht, wenn ihr die neue schon probiert habt, wie dann eure Meinung zur neuen Mirabell Mozartkugel ist. Jetzt, wenn ihr das Video in ein paar Jahren schaut, denke ich schon ein bisschen an die Zukunft, und es gibt die alte quasi nicht mehr einfach so zu kaufen, dann werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, was gibt es für Alternativen? Und hier muss ich leider sagen, ist es eher, schaut es ein bisschen, vor allem auch am österreichischen Markt, so wie der aktuelle Stand ist, zumindest eher schlecht aus. Die Mirabell Mozartkugel, die echte Salzburger Mozartkugel von Mirabell, hat einfach wirklich einen sehr hohen Nougat-Anteil, auch einen sehr hohen nougatigen Geschmack. Und diverse Konkurrenten am Markt sind eher marzipaniger. Nicht intensiv marzipanig, das ist eigentlich auch oft, ich sag mal, anderen Marken vorbehalten. Aber dieser wirklich spezifische, eher nougatige Geschmack ist, glaube ich, wirklich sehr spezifisch für Mirabell, sage ich jetzt einmal. Was es noch für Möglichkeiten gibt, das ist natürlich einerseits im Bereich von Salzburg, natürlich. Da wäre zum Beispiel die Schatz in Salzburg, die ja auch einen sehr ähnlichen Aufbau haben. Dadurch, dass die aber handgetunkt ist, ist das natürlich auch eine deutlich andere Preisklasse, und ich habe die jetzt auch schon länger nicht probiert. Das heißt, da muss man natürlich auch immer schauen, ob sich vielleicht auch dort
der Querschnitt vielleicht verändert hat. Ja, also wenn man den jetzt so im direkten Vergleich hat, ich blende euch den vielleicht auch ein. Ich habe die vor längerem mal auch wieder probiert. Ist der Aufbau natürlich sehr ähnlich. Der Unterschied ist eben die Hand, es ist zumindest auf der Webseite steht handgetunkt. Und ja, das wäre natürlich die eine Möglichkeit. Die haben auch einen Online-Shop, also ihr müsst nicht unbedingt nach Salzburg fahren. Die andere Alternative, die mir dann natürlich auch noch einfallen würde, wären die Mozart-Kugels von Julius Meindl, die auch ironischerweise kurzfristig in Salzburg mal hergestellt wurden, bevor auch dann die Produktion woanders hin verlagert wurde. Aber da muss ich unbedingt dazu sagen, diese Kugel ist sehr viel marzipaniger. Also wenn ihr Marzipan mögt, ist das kein Problem. Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte diesen speziellen Geschmack einer alten, der echten Mirabell-Mozart-Kugel, dann werdet ihr dort einfach nicht fündig. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, aber das sind halt sehr wichtige Hinweise für diejenigen von euch jetzt, die da jetzt auch vielleicht etwas erst später zugeschaltet sind. Aber ich muss auch sagen, jetzt im Laufe dieses Videos ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass die Mirabell-Mozart-Kugel doch auch eine sehr bewegte Geschichte hat eben. Dazu wird es dann auch nochmal ein extra Video geben, wo ich wirklich die Geschichte der Mirabell-Mozart-Kugel noch ein bisschen genauer vorstelle. Also ich habe dann auch wirklich verschiedene ältere Versionen der Mirabell-Mozart-Kugel gefunden, also auch eine aus den 70er Jahren und aus den 2000er Jahren, und die möchte ich dann wirklich in einem großen Vergleich noch einmal präsentieren. Aber ja, das Video dazu werde ich euch dann unten verlinken oder am Ende einblenden, wenn es dann mal fertig ist. Je nachdem halt, wenn ihr das jetzt gerade schaut. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein großer spannender Vergleich. Ansonsten, ja, wenn ihr jetzt auch andere Mozart-Kugeln-Videos nicht verpassen möchtet oder sozusagen, es gibt immer wieder neue, man glaubt es kaum, nicht nur jetzt von Mirabell, auch deutsche Hersteller bringen fast jedes Jahr neue Sorten auf den Markt, meistens auch fruchtige. Oder Discounter-Marken, die stelle ich auch alle jeweils am Kanal vor. Und ich habe tatsächlich schon, je nachdem, wie man sie quasi zählt, oder sagen wir mal so, ich habe schon definitiv über 100 Videos rund um die Mozart-Kugel gemacht. Also ich blende euch da auch am Ende eine Playlist ein, wo ihr euch gerne mal durchklicken könnt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie Mozart-Kugeln sonst so schmecken oder innen ausschauen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.